als Hugh müde von seiner Schicht in der Rohrwalzenfabrik nach Hause ging. Dunkle Wolken hatten sich am Himmel zusammengebraut und der Geruch von Regen hing in der Luft. Entschlossen, nicht durchnässt zu werden, beschloss Hugh, eine Abkürzung durch die sumpfige Einöde zu nehmen. Die kleinen Moore und Gräben am Rande des Dorfes waren ihm vertraut. Ein leiser Schrei drang an sein Ohr, als er die nächste Senke überquerte. Der Klang ließ ihm keine Ruhe und er folgte ihm, bis er vor einem kleinen Loch im Boden stand. Dort, bis zum Hals in Wasser und Schlamm gefangen, saß ein zerknautschter Welpe. Der Regen begann langsam einzusetzen und der Himmel grollte bedrohlich. Ohne zu zögern zückte Hugh sein Handy und machte ein Foto. Sein Herz schlug schneller, als er überlegte, wie er den kleinen Gefährten befreien könnte. Doch bevor er handeln konnte, bemerkte der Welpe seine Anwesenheit. Ein leises Schwanzwedeln unter dem Wasser und ein paar tapsige Bewegungen zeigten, dass der kleine Kerl trotz seiner misslichen Lage nicht die Hoffnung verloren hatte. In einem verzweifelten Versuch, sich zu befreien, zog er sich sogar noch weiter in den Schlamm. Hugh zögerte nicht länger. Er legte sich flach auf den Boden, streckte vorsichtig die Hand aus und griff nach dem durchnässten Fell. Mit Kraftanstrengung und Entschlossenheit zog er den Welpen aus der Falle. Der Regen verstärkte sich, aber das kümmerte Hugh nicht. Mit dem schmutzigen, zitternden Bündel in den Händen machte er sich auf den Weg nach Hause. Der Welpe schien das Schlimmste überstanden zu haben. Als sie das trockene Zuhause erreichten, versuchte er, das Gesicht seines Retters aus Dankbarkeit abzulecken. Hugh konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Da stand er, durchnässt bis auf die Knochen, aber glücklich, ein kleines Leben gerettet zu haben. Zu Hause angekommen, warteten eine warme Dusche und eine kuschelige Decke auf den geretteten Welpen. Hugh wusch ihn liebevoll, fütterte ihn und legte ihn auf einen weichen Lappen zum Schlafen. Der kleine Kerl schloss die Augen und ein zufriedenes Schnurren erfüllte den Raum. Der Sturm draußen wütete weiter. Als der Regen nachließ, machte sich Hugh auf den Weg zur Tierhandlung. Mit einem Halsband, Floh- und Wurmmitteln, Näpfen und Futter kehrte er zurück. So bekam der kleine Welpe, den niemand haben wollte, nicht nur ein Zuhause, sondern auch den besten Menschen der Welt als Besitzer. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.